Moin zusammen! Heute haben wir mal wieder einen Kunden zu Gast, der seine Husqvarna TE449 mitgebracht hat und gerne unseren Drehzahlmesser, den Kumpan, daran installieren möchte. Die TE449 stammt ja aus der Zeit, als Husqvarna noch zu BMW gehört hat und ist damit auch das Nachfolgemodell der Sportenduro von BMW, der G450X. Mit 113 Kilo Trockengewicht und legal eingetragenen 41 PS bzw. 51 PS mit offener Leistung ist hier ein wirklich attraktives Motorrad zum Enduro-Wandern und sicherlich auch ausgereifter und zudem günstiger als die BMW G450X. Den Kumpan installieren wir standardmäßig oben am Lenker und folgen dann den Kabeln weiter Richtung Motor. Den Stromanschluss schließen wir am Abblendlicht hinter der Lampenmaske an und entfernen dazu die Original-Kabelschuhe einmal an dem blauen Kabel und an dem schwarz-braun. Dann können wir das rote Stromkabel vom Kumpan an das schwarz-braune Kabel von der Husqvarna anschließen und neu verkrimpen und ebenso das schwarze Kabel vom Kumpan an das blaue. Dann die Pins wieder in den Stecker stecken und dann haben wir hier den Strom schon angeschlossen. Im nächsten Schritt können wir dann das Drehzahlsignal anschließen. Wir haben jetzt hier noch eine Messung durchgeführt, um herauszufinden, welches Kabel das Drehzahlsignal trägt. Das ist in diesem Fall das grüne Kabel an diesem zweipoligen Stecker, den wir hinter dem Zylinder finden. Hier können wir dann unseren Abzweigverbänder anschließen, der mit Fett gefüllt ist und die Kontaktstelle umschließt, dass es zu keinem Kontaktproblem kommt. Das schwarze Kabel trägt dann das Drehzahlsignal und führt es weiter zum Kumpan. Den Motortemperatursensor können wir an der Unterseite vom Motorblock installieren. Hier finden wir eine M8-Schraube, die wir durch unseren Temperatursensor ersetzen können. Wir können dann das Kabel nach oben verlegen, bzw. vom Cockpit kommt das Gegenstück am Kabelstrang auch entlanglegen, die Kabel alle fixieren mit Kabelbindern, dass sie im Fahrbetrieb nicht herumbaumeln und an heiße Teile gelangen können. Wenn es dann verschraubt und aufgeräumt ist, sieht das Ganze ungefähr so aus und dann ist die Sache hier gut installiert. Die TE449 hat ja standardmäßig keinen Gangsensor, somit sind wir mit unserem Einbau schon fertig und können jetzt hier die spezifischen Werte noch für das Drehzahlsignal hinterlegen, Probelauf starten und dann sehen wir, dass die Drehzahl sauber ausgegeben wird. Ebenso wird die Motortemperatur angezeigt und die Umgebungstemperatur. Der Einbau ist also abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!